Ein ruhiger Gärtner erklärt, warum Nichtstun das Beste für deinen Garten ist. Arbeitest du viel in deinem Garten, gräbst, schneidest, ordnest und hast trotzdem das Gefühl, dass er nie wirklich zur Ruhe kommt? Was, wenn ich dir sage, dass der größte Fehler, den die meisten von uns machen, genau das ist, zu viel zu tun? Ich zeige dir heute, wie du durch bewusstes Nichtstun nicht nur deine Nerven schonst, sondern deinen Garten in ein blühendes Paradies verwandelst, das sich beinahe von selbst versorgt. Wir haben es alle im Kopf. Das Bild vom perfekten Garten, das untrennbar mit endloser Arbeit verbunden scheint. Der Rasen, makellos getrimmt. Die Beete, frei von jedem Helmchen, das wir nicht bewusst dorthin gepflanzt haben. Die Rosen, auf den Millimeter genau gestutzt. So verbringen wir Stunden auf den Knien, mit krummem Rücken, im ewigen Kampf gegen das, was wir für Unordnung halten. Wir kämpfen gegen Wildkräuter, gegen die Trockenheit, gegen Schädlinge, gegen... Es ist ein endloser Kreislauf aus Jäten, Düngen, Wässern und Schneiden, ein Wettlauf gegen die Natur, den wir eigentlich gar nicht gewinnen können. Dieser ganze Gartenstress führt oft dazu, dass wir mehr Zeit mit Schuften als mit Genießen verbringen. Wir sehen nur die nächste Aufgabe, anstatt einfach mal die Biene auf der Blüte zu bewundern. Der Garten wird zur Pflicht, fast schon zur Last. Und manchmal fragen wir uns erschöpft, warum unser kleines Paradies so verdammt viel Mühe machen muss. Aber vielleicht ist das die falsche Frage. Vielleicht sollten wir uns fragen, muss das wirklich so sein? Die Antwort ist ein klares und wirklich befreiendes. Nein. Was, wenn die Lösung für einen schöneren, gesünderen und lebendigeren Garten nicht mehr, sondern weniger Arbeit ist? Klingt erstmal seltsam, ich weiß. Aber genau das ist der Kern einer Idee, die immer mehr Gärtner für sich entdecken. Mit der Natur zu arbeiten, anstatt gegen sie. Ein ruhiger Garten entsteht nicht durch Faulheit, sondern durch Vertrauen in natürliche Abläufe. Dort, wo weniger eingegriffen wird, können sich Prozesse stabilisieren, die sonst immer wieder unterbrochen werden. Und wenn wir diese Abläufe unterstützen, statt sie ständig zu unterbrechen, fängt der Garten an, für uns zu arbeiten. Echtes Nichtstun im Garten hat nichts mit Faulheit zu tun. Es ist eine bewusste Entscheidung, die Selbstheilungskräfte der Natur zu wecken und dem Garten zu erlauben, sein eigenes Gleichgewicht zu finden. Es ist die Kunst zu wissen, wann man eingreifen sollte und, viel wichtiger, wann man einfach mal die Hände in den Schoß legen und der Natur beim Werk zusehen kann. Säule 1. Der lebendige Boden. Füttere den Boden, nicht die Pflanze. Das Wichtigste beim entspannten Gärtnern liegt direkt unter unseren Füßen: der Boden. Viele von uns sehen die Erde nur als eine Art Halterung für Pflanzen. Wir zupfen jedes Blättchen, entfernen jeden Grashalm und lassen den Boden nackt und schutzlos zurück. Aber schau dich mal in der Natur um. Nackte Erde gibt es da so gut wie nie. Der Waldboden ist mit einer dicken Laubschicht bedeckt und die Wiese mit einem dichten Grasteppich. Genau das machen wir uns zunutze. Das Geheimnis lautet: Mulchen. Anstatt organisches Material wie Laub, Rasenschnitt oder gehäckselte Äste mühsam wegzuschaffen, geben wir es dem Boden zurück. Eine Mulchschicht ist wie eine schützende Decke. Sie hält die Feuchtigkeit im Boden, was den Gießaufwand enorm reduziert. Sie unterdrückt die meisten unerwünschten Wildkräuter schon im Keim und erspart uns so einen Großteil des lästigen Jätens. Aber das Beste passiert im Verborgenen. Die Mulchdecke ist ein Festmahl für ein ganzes Universum von Bodenlebewesen. Regenwürmer, Bakterien, Pilze. Diese winzigen Helfer sind die wahren Gärtner. Sie zersetzen das Material, lockern den Boden, setzen Nährstoffe für die Pflanzen frei und schaffen eine lockere, fruchtbare Humusschicht. Ein so lebendiger Boden ist die beste Versicherung für gesunde und kräftige Pflanzen. Wenn wir also aufhören, den Boden ständig umzugraben und ihn stattdessen bedecken und füttern, müssen wir kaum noch extra düngen. Wir stören nicht mehr das empfindliche Wurzelwerk und fördern ein stabiles Bodenleben, das Krankheiten in Schach hält. Das ist schon die erste Lektion im Nichtstun. Hör auf, den Boden zu bekämpfen und fang an, ihn als deinen wichtigsten Partner zu sehen und zu verwöhnen. Säule 2. Die Weisheit der Pflanzen. Die richtige Pflanze am richtigen Ort. Die zweite Säule des entspannten Gärtnerns ist, eine simple Wahrheit zu akzeptieren. Nicht jede Pflanze fühlt sich überall wohl.
Wie oft quälen wir uns damit ab, eine Sonnenanbeterin im tiefsten Schatten durchzubringen? Oder eine Pflanze, die trockene Füße liebt, vor dem Ertrinken im nassen Lehmboden zu bewahren? Dieser Kampf kostet Unmengen an Zeit, Wasser und Nerven. Dabei ist die Lösung so einfach: die richtige Pflanze an den richtigen Ort. Das ist ein altes Gärtnergeheimnis, das darauf beruht, Pflanzen auszuwählen, die von Natur aus perfekt zu den Bedingungen in deinem Garten passen. Beobachte deinen Garten genau. Wo ist es sonnig und trocken? Wo schattig und feucht? Was für einen Boden hast du? Für sonnige, trockene Bereiche eignen sich robuste, standortangepasste Stauden, die mit Hitze und wenig Wasser gut umgehen können und auch in längeren Trockenphasen stabil bleiben. In schattigeren Zonen wiederum entfalten pflegeleichte Pflanzen, die mit weniger Licht auskommen, ihre Stärke ganz von selbst und wachsen dort ausgeglichen und dauerhaft. Wenn du standortgerecht pflanzt, entscheidest du dich für robuste und gesunde Pflanzen, die von Anfang an die besten Karten haben. Sie sind weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und brauchen kaum zusätzliche Pflege. Eine ausgewogene Bepflanzung, die unterschiedliche Wuchshöhen miteinander verbindet, schließt den Boden auf natürliche Weise und stabilisiert das Gesamtbild langfristig. Dieses bewusste Nichtstun bedeutet also, vor dem Pflanzen genau hinzuschauen und klug zu wählen. Anstatt dich später jahrelang abzumühen, investierst du einmal am Anfang etwas Zeit in die richtige Auswahl. Das Ergebnis ist ein Garten, der sich zum Großteil selbst versorgt, weil jede Pflanze genau dasteht, wo sie sich am wohlsten fühlt. Säule 3: Das Ökosystem als Helfer. Lade die Natur in deinen Garten ein. Die dritte Säule ist vielleicht die schönste von allen. Erschaffe ein lebendiges kleines Ökosystem. In einem blitzblank aufgeräumten Garten fehlt es an Lebensräumen. In sehr aufgeräumten Gärten fehlt es oft an Lebensräumen. Was nicht sofort eingeordnet werden kann, wird schnell als störend empfunden und damit aus dem System entfernt. Lässt man dem Garten jedoch etwas Zeit, beginnen sich natürliche Gegengewichte zu bilden. Bestimmte Arten regulieren andere, ohne dass eingegriffen werden muss. Ein ruhiger Gärtner aber weiß, die Natur hat für fast jedes Problem eine eigene Lösung parat. Das Geheimnis ist Balance. Indem wir kleine wilde Ecken in unserem Garten einfach mal in Ruhe lassen, laden wir eine ganze Armee nützlicher Helfer ein. Ein kleiner Haufen Totholz? Ein Zuhause für nützliche Käfer. Verblühte Stauden über den Winter stehen lassen. Ein Quartier für Insekten und Futter für Vögel. Eine Ecke mit Brennnesseln ist nicht nur Futter für wunderschöne Schmetterlingsraupen, sondern auch die Basis für eine kostenlose, stärkende Pflanzenjauche. Wenn du also Blattläuse an deinen Rosen entdeckst, warte einen Moment, bevor du zur Giftspritze greifst. Die Chancen stehen gut, dass die Marienkäfer und ihre Larven schon unterwegs sind, um sich um das Buffet zu kümmern. Igel, die sich in einem Laubhaufen verkriechen, sind fantastische Schneckenjäger. Und die Vögel im Garten halten die Raupen im Zaum. Dieses Nichtstun heißt, auf harte Eingriffe zu verzichten und stattdessen die natürlichen Kreisläufe zu fördern. Wo Rückzugsorte entstehen, finden sich nach und nach auch natürliche Gegengewichte ein. Sie übernehmen Aufgaben, die sonst manuell oder technisch gelöst werden müssten, und tragen zu einem stabileren Gleichgewicht bei. Der visuelle Beweis. Komm, lass uns einen kleinen Rundgang machen. Siehst du diese dicke Mulchschicht hier unter den Sträuchern? Ich habe hier seit Monaten nicht mehr gejätet. Der Boden darunter ist feucht und dunkel, voller Leben. Und hier, diese prächtige Staude, die steht seit 5 Jahren hier und hat noch nie Dünger gesehen. Sie holt sich alles, was sie braucht, direkt aus dem Boden. Hör mal, dieses Summen, das sind unzählige Bienen und Hummeln, die sich an den Blüten von Oregano und Storchschnabel bedienen. Und da drüben, in der kleinen wilden Ecke, habe ich gestern Abend einen Igel rascheln gehört. Mein Garten ist kein steriler Ausstellungsraum. Er ist ein lebendiger Organismus. Er atmet, er verändert sich und er sorgt größtenteils für sich selbst. Das ist die Belohnung für das bewusste Nichtstun. Es ist keine Faulheit, sondern eine tiefe, entspannte Verbindung zur Natur. Ein Garten, der nicht nur schön aussieht, sondern sich auch lebendig anfühlt. Am Ende greifen all diese Beobachtungen ineinander. Ein Boden, der nicht ständig gestört wird, Pflanzen, die an ihrem Platz wachsen dürfen.
und ein Garten, der Teil eines größeren Kreislaufs wird, statt dauerhaft korrigiert zu werden. Dort, wo diese Zusammenhänge wirken dürfen, verändert sich nicht nur der Garten, auch der Blick auf ihn wird ruhiger. Wenn du diese 3 Dinge beherzigst, wirst du eine riesige Veränderung erleben. Du wirst weniger arbeiten und viel mehr genießen. Dein Garten wird stärker, lebendiger und schöner. Du wirst vom ewigen Macher zum weisen Beobachter. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.